Hallo und guten Tag, ihr Lieben. Also, die Grundierung habe ich jetzt soweit abgeschlossen am Clone Trooper Bild. Nun geht es an die Farbgebung. Das heißt, ich habe mir jetzt erstmal eine halbwegs gescheite Oberfläche geschaffen und die Clone Trooper haben ja blaue Absetzungen. Es ist relativ viel Schwarz dabei. Weiß sind sie nicht. Das Grün schimmert auch noch durch, was ich überhaupt nicht mag. Das heißt, wir müssen der Rüstung jetzt erstmal Farbakzente verleihen, die passenden Farben, und gleichzeitig müssen wir ja, uns die Farben so mischen, wie wir sie wollen. Das heißt, ich fange jetzt mal an mit einem wunderschönen Königsblau. Das sieht beim Streichen dann auch erstmal ja, viel zu neu aus. Aber letzten Endes werden wir da auch Schattierungen setzen. Ja, wie nennt man es denn? Abschürfungen und Ähnliches. Aber zuerst muss man der Grund stimmen. Ich werde niemals bei irgendeiner Farbe irgendeine komplett fertige benutzen, sondern das sind meine 4 Lieblingspinsel. Natürlich haben wir ein paar mehr zur Auswahl. Das ist so mein kleiner magischer Koffer, wo ich alle Farben drin habe. Und am allerliebsten nehme ich diese Gläschen. Die kennt ihr, wenn ihr euch zum Beispiel so eine Familienpizza backt oder so. Da ist die Tomatensauce drin, die spüle ich immer aus und mische mir da drin meine Farben. Ein edles Königsblau darf nicht zu hell sein, nicht zu dunkel. Wenn ihr Farben anmischt, ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, wenn die angezogen sind, kommt es immer auf den Untergrund an. Mit dem Nachdunkeln, beziehungsweise manche bleichen auch noch ein bisschen aus. Deshalb schauen wir uns jetzt mal an, was die Tina hier so alles an Farben hat. Und ich habe jetzt wieder eine Dispersions- und Abtönfarbe in so einem Blau. Ich will es aber einen ganz kleinen Ticken dunkler. Schade finde ich, an unseren Chars, die ich gemalt habe, konnte ich ganz viel mit solchen Metallic-Farben arbeiten. Die habe ich mir, wie ihr seht, jede einzelne Farbe selbst zusammengemischt. Das war bei den Chars ein bisschen schwieriger, weil, ja, wie soll ich sagen, es nicht zu übertrieben sein durfte. Das Blau ist doch auch wunderschön. Das ein Ticken dunkler werden wir wohl verwenden. Ich muss es aber stumpf bekommen, weil die Clone Trooper ja nicht glitzern. Ja. Naja, macht ja nichts. Wichtig beim Anmischen ist, dass ihr einfach Verhältnisse einhaltet. Das heißt, nicht übertreiben, kleine Farbakzente. Weniger ist beim Malen immer mehr. Das heißt, gerade wenn man Augen malt, von Farbe zu Farbe mischt man sich einfach ran und sieht dann wirklich beim Anrühren, oh ja, passt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, probiert erstmal kleinere Stellen aus, um dann einfach sehen zu können, ja, das ist es tatsächlich, so will ich die haben oder eben nicht. Dann könnt ihr einfach nochmal nachmischen. Hier haben wir zum Beispiel dieses sehr, sehr dunkle Metallic Blau. Das habe ich für meinen Charakter damals an der Wand genommen, dass diese Nachtelfenfrau hat auf der Wand wunderschön gewirkt. Vom Glitzer, wie ihr es hier seht, sieht man an der Wand tatsächlich kaum etwas. Fürs Glitzer und Finish hinter den Stormtroopern will ich ja auch eine Feuersbrunst bisschen machen. Habe ich hier meine verschiedenen Glitzerstäube. Aber die sind wirklich erst im allerletzten Schritt aufzutragen. Ganz cool finde ich persönlich im Dunkeln leuchtende Farbe. Die tragt ihr auf, seht dann erstmal gar nichts davon. Aber wenn sie getrocknet ist und nach ungefähr 2 Nächten Tage aufladen, dann machen diese Farben wirklich ganz schön was her. Mal schauen, vielleicht setzen wir damit noch eine Umrandung. Wäre ganz cool zum Schluss. Schön ist, man kann es einfach drüber pinseln und ja, sieht tatsächlich erstmal gar nichts davon, außer wenn es dann dunkel ist. Gut, dann machen wir uns ans Mischen und ich lasse einfach diesmal ein Video mitlaufen, wo ihr seht, wie ich Strich für Strich
unser Bild vollende. So ein Köfferchen ist immer ganz praktisch, wenn ihr vorhabt, immer mal wieder solche Bilder anzugehen. Alleine schon, wenn ihr die Grundfarben habt, könnt ihr alles daraus mischen. Jede Schattierung, jede Farbe. Es braucht halt einfach ein bisschen Übung. Meine allerersten Farben waren total verkorkst. Aber der Bogen, den kriegt ihr einfach so Stück für Stück raus. Wie ihr seht, meine Box steht auch schon da. Ich lasse immer Musik dabei laufen. Macht die Sache einfach ein bisschen entspannter. Okay, ihr Lieben, dann gehen wir jetzt mal dran und gucken mal, wie weit wir heute kommen. Wichtig sind halt Blau, Grau und Schwarztöne. Und zum Schluss, die Umrandung macht so unglaublich viel aus, weil die lassen die Tuba letzten Endes quasi austreten. Gut, dann seid mutig, traut euch, ihr schafft das. Ihr seht ja, ich habe auch einige Farbtöne schon zusammengerührt. Die hier wollte ich, dass sie ja wie beim Batiken quasi wirkt. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Oder diese hier. Das waren dann die Blätter auf dem Umhang quasi. Es macht echt viel aus. Und dieser Ton ist wieder ein anderer wie dieser Ton. Man sieht es kaum. Es macht echt einen Unterschied. Das sind ganz feine Nuancen an Unterschieden, die sich aber letzten Endes auf dem Bild wirklich sehr, sehr ja, abzeichnen und dann auch den ganz besonderen Unterschied machen. Okay, dann bis gleich. Viel Spaß beim Zuschauen. Ihr Lieben, jetzt brauchen wir einen richtigen Grauton. Wir fangen mit einem dunklen Grau an und werden das dann nach und nach immer heller holen. So, passt mal auf. Müssen wir mal schauen. Zuallererst brauchen wir unser ganz normales Weiß. So. Dann brauchen wir einen guten Pinsel. Ich bin ja ein Freund von den sehr, sehr feinen Pinseln, seht ihr?
Und damit mache ich jetzt zuallererst mal noch ein paar Patzer weg. So. Und hier habe ich auch noch ein bisschen gepatzt. So. Wenn wir die Patzer mit Weiß jetzt weg haben, können wir anfangen und das Grau zusammenmischen. Wir brauchen nämlich gerade an den Schusswaffen, aber auch an der Rüstung noch ein bisschen schönes helles Grau. Nehmen wir ein bisschen Schwarz mit dazu, nur so einen Ticken, weil es soll ja kein dunkles Grau werden. So, und das holen wir jetzt erstmal ordentlich auf. Und habe ich euch genau hier die Farbe davor gestellt. Entschuldigt bitte. So, jetzt holen wir die hier schön auf. Wie ihr sehen könnt, wird es schon richtig gut. So ein schönes helles Grau. Genau das wollte ich haben. So. Wichtig ist bei den Farben, ihr braucht wirklich nur die Grundfarben. Wenn ihr euch relativ große Flaschen holt, es gibt zum Beispiel, wie sagt man das wieder, beim Sonderpostenmarkt bezahlt ihr, ich glaube, 3,90 für eine große, wie viel ist denn da drin? Moment. Für eine große 750 Milliliter Flasche. Die Farben sind echt gut, die halten auch wirklich sehr gut. Man kann viel damit machen. Und ich meine, was sind schon 3,90, wenn ihr bedenkt, dass es fertig gemischt gerne mal zwischen 10 und 15 oder auch 20 Euro. Das ist einfach ein Preis, den man gut ersparen kann. So, jetzt schaut mal. Das ist ein wunderschönes helles Grau. Und das werden wir nach und nach, so wie wir es brauchen, einfach eindunkeln. Ich brauche es aber jetzt erstmal hell und jetzt geht es weiter an Tubern. So, ihr Lieben, wie ihr seht, haben wir jetzt erstmal die Grundfarbe gesetzt. Jetzt geht es aber darum, Klontuber sehen nicht 1A wie aus dem Ei gepellt aus. Deshalb müssen wir jetzt dafür sorgen mit Schattierungen und einzelnen Akzenten, dass die Rüstung alt, dreckig, abgeschafft, aus dem Kampf kommt, wirken. Dafür habe ich mir jetzt ein helles Grau angemischt. Das könnt ihr hier sehen. Und damit werden wir jetzt ein paar Akzente setzen. Ja, und dann geht's weiter. Dann kommt der Hintergrund, dann nochmal die Grundumrandung und dann haben wir es geschafft.